My name is Gabrielle Thomas and I am a physicist. Also ich bin von Hause aus Psychiater und Psychotherapeut und Neurotechnologe. Ich arbeite hier an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin. In meiner Masterarbeit versuche ich mit den OPM-Sensoren ein Exoskelett zu steuern. In diesem Video erfahren wir von unseren ExpertInnen Spannendes über Quantensensoren. Was sind eigentlich Sensoren und besonders Quantensensoren? Sensing involves the measurement of a physical quantity. For example, how fast something's accelerating or magnetic fields. Now, quantum sensing uses the fundamental properties of nature to measure these physical quantities better and to measure even really, really tiny changes to these physical quantities. Das Besondere an einem Quantensensor ist, dass Quantenphänomene eingesetzt werden, um zu messen. Und was kann mit diesen Quantensensoren gemessen werden? There's actually some really cool applications of using a quantum sensor like this. For example, it can be used to detect underground burial chambers, or it can be used to detect mineral deposits under the ground, and it can also be used to detect volcanic activity. Man kann mit Quanteneffekten ganz unterschiedliche Größen messen, also die Zeit oder elektrische Felder auch oder Rotation oder Gravitationsfelder und eben auch Magnetfelder. Also ich kann mit Hilfe von Quantenphänomenen den Boden untersuchen. Wie funktioniert das? And the quantum gravimeter is able to measure very small changes in acceleration due to gravity. Now, how it works is that we use a laser to create a cloud of very, very cold atoms. They get cooled down to near absolute zero. When they're this cold, that's when these quantum effects start to come out, like quantum superposition and things like that. We take our cold atom cloud and then we allow the atoms to all interact with one another. And this creates a very special pattern. And we can analyze this pattern to determine how strong gravity is in that particular point. So by knowing how strong gravity is in one place, we are able to detect things without actually having to go and dig it up. For example, you can detect underground pipelines or underground electrical cables. And I often think about a situation that happened. So I live in Berlin, and a few years ago, there was some building works being done on a bridge near where I live. They didn't have a very accurate plan of how the cables and the tunnels were underground, so the workers unfortunately drilled into one of the high voltage cables. Not only the main cable, but also the backup cable. And so at that time I was often thinking they needed our quantum gravimeter. Welche Art von Quantensensoren nutzt und entwickelt ihr an der PTB? Da ist eben eine Sensortechnik, die für uns ganz spannend ist, die sogenannten optisch gepumpten Magnetometer. Das ist ein Beispiel für einen Quantensensor. Es gibt auch ganz andere Arten von Quantensensor. Diese optisch gepumpten Magnetometer sind sozusagen deswegen speziell, weil sie aus Bauteilen bestehen, die man im Prinzip ganz klein bauen kann. Also die bestehen aus einem Laser, einer kleinen Zelle, in der sozusagen die Physik passiert, und einem Detektor, einer Fotodiode, kennt man vielleicht von Lichtschranke, und auch den Laser, den kennt man aus dem CD-Player zum Beispiel, also dass man den ganz klein haben kann auch. Und also das hier ist sozusagen so ein OPM, so ein Quantensensor, der ist eben wirklich, hier drin ist eigentlich alles, was man braucht. Man braucht dann auch noch Elektronik, um den auszulesen, deswegen geht hier ein Kabel raus. Erstaunlich, wie klein so ein Quantensensor ist. Suryo, was macht den Sensor so spannend für deine Forschung? Also so, dass das Gehirn ja ein elektrisches Organ ist. Und das Gehirn ist auch so organisiert, dass bestimmte Funktionen in bestimmten Hirnbereichen lokalisiert sind. Wenn wir jetzt elektrische Felder messen mit der sogenannten Elektroenzephalographie, so wie wir es bisher gemacht haben, ist es so, dass wir eben eine direkte elektrische Verbindung herstellen müssen mit dem Kopf. Ja? Und um diese elektrische Verbindung herzustellen, brauchen wir meistens entsprechende Gels. Das sind meistens nasse Elektroden, das heißt, da wird etwas aufgetragen auf den Kopf. Am Ende ist es so, dass das eine Stunde dauern kann, bis wir gute Signale bekommen. Bei den Quantensensoren ist es so, dass wir diese Systeme eben direkt an den Kopf heranführen können, ohne einen direkten Kontakt. Also man braucht keine elektrische Brücke, sondern die messen eben die neuromagnetische Aktivität des Gehirns. Und dadurch, dass diese Aktivität nicht durch die Schädelkalotte, also den Knochen, weggedämpft wird, kann man eine viel, viel höhere räumliche Auflösung erreichen, als das bisher mit den konventionellen Systemen der Fall war. Okay, also ohne extra Gels und weniger Zeitaufwand und trotzdem sogar bessere Ergebnisse als bisher.
Können davon schon Patienten profitieren und wie wird es dann angewendet? Also bisher war es so, dass wir zum Beispiel Exoskelette gesteuert haben über Gehirn-Computer-Schnittstelle und diese Exoskelette aber auf der Basis von diesen Hirnstromableitungen mit EEG nur sehr, sehr einfache Befehle ausführen konnten. Also zum Beispiel Hand auf oder Hand zu. Wenn wir jetzt diese neuen Quantensensoren einsetzen, können wir die Auflösung nochmal deutlich verbessern und zum Beispiel einzelne Finger dekodieren. Und das ist natürlich extrem wichtig, wenn es darum geht, zum Beispiel ein Glas sicher zu greifen oder wenn ein Patient zum Beispiel einen Kartoffelchip greifen möchte und in seinen Mund stecken möchte. Zeig doch mal, wie das genau geht. Also wir messen mit den OPM-Sensoren die Gehirnaktivität. Und man kann über dem Motorkortex, das ist ungefähr hier, im Gehirn eben sehen, wenn eine Person ihre Hand bewegt oder ihre Hand nicht bewegt. Wenn ich meine Hand komplett still halte, dann sieht man, dass eine starke Schwingung, eine starke Welle im Gehirn auftaucht. Wenn ich anfange, meine Hand zu bewegen, verschwindet diese Schwingung. Und so können wir unterscheiden, ob die Person eben ihre Hand bewegt oder nicht. Diese OPMs funktionieren aber nur in einem magnetisch geschirmten Raum. Und hier an der PTB haben wir den magnetisch ruhigsten begehbaren Raum der Welt. Das heißt, wenn ich da mit einem Kompass reingehe, passiert gar nichts. Ich kann keine Nordrichtung messen. Und in diesem Raum setze ich dann zum Beispiel einen Probanden, dem setze ich den Helm auf, dann gehe ich aus dem Raum raus und wir messen die Gehirnwellen. Und mit diesen Gehirnwellen versuche ich dann eben diese Exoskelettsteuerung zu bauen. Was fasziniert euch persönlich an Quantentechnologien? Also es ist ganz klar, dass diese Technologie die nächsten 20, 30 Jahre sehr, sehr viel verändern wird. You have the possibility and the opportunity to engage in a very rapidly developing, exciting field. And this field has the potential to revolutionize our lives. From my perspective, that's super exciting to be part of the revolution. Also ich glaube, dass Quantensensoren und Quantentechnologien im Allgemeinen in den nächsten Jahren sehr viel wichtiger werden, als sie heute schon sind. Ich freue mich schon, was in den nächsten paar Jahren vielleicht kommen wird. Wir wissen es noch nicht.